Mein Name ist Mara, ich bin 30, ich bin an Multiple Sklerose erkrankt. Ich habe die Diagnose im Februar 2021 bekommen. Den ersten Schub hatte ich im Juni 2020, als meine Tochter 8 Monate war. Und dann wurde relativ schnell die Diagnose dann auch festgestellt, beziehungsweise bin ich erstmal zur Hausärztin gegangen und die hatte mich dann zum Neurologen und zum Orthopäden geschickt. Und dann war ich im MRT, woraufhin dann die ersten Läsionen auch auf den Bildern zu sehen waren im Kopf und in der Halswirbelsäule. Ja, dann war ich zur Diagnostik im Januar 2021 im Krankenhaus für 3 Tage und da wurden einige Untersuchungen unternommen und dann stand es relativ schnell fest. Ich habe die MS-Diagnose ziemlich gefasst aufgenommen, also es war natürlich ein Schock, aber ich hatte mich schon vorher darauf vorbereitet gehabt. Und für mich war klar, okay, ich möchte gerne Kinder haben oder noch ein zweites Kind. Dann hatte ich geguckt, was kann mir schlimmstenfalls passieren. Also ich hatte relativ schnell gute Informationen im Internet gefunden. Das hat mir total geholfen am Anfang. Genau, und dann habe ich geguckt, okay, im schlimmsten Fall lande ich irgendwann im Rollstuhl und damit kann ich irgendwann umgehen, glaube ich. Also da hatte ich auf jeden Fall das nötige Vertrauen, dass ich dem gewachsen bin und dass ich hoffentlich noch lange also auch verschont bleibe und ein gutes Leben führen werde. Es hat mir geholfen, darüber zu reden und mich mitzuteilen anderen, also dass ich einen offenen Umgang damit habe. Also ich habe mein Leben nicht großartig anpassen müssen, weil ich schon vorher auf einen bewussten Lebensstil geachtet hatte. Ich habe Teilzeit gearbeitet vorher schon und das war mir wichtig, dass ich das auch mit der Erkrankung beibehalte. Also dass ich jetzt wirklich keinen Stress unnötigerweise eingehe, sondern einfach ja, so weitermache wie bisher auch. Ansonsten, genau, Stressreduktion. Das ist natürlich mit Kindern nicht immer so einfach, aber das habe ich natürlich so weit oder so gut wie es ging versucht umzusetzen. Und dann hatte ich eine Ernährungsberatung zu Beginn und die hatte mir auch einfach noch mal einige Tipps mit auf den Weg gegeben, auf was ich zu achten habe oder was ich vermehrt essen sollte, was weniger, was ist entzündungshemmend, was entzündungsfördernd. Das war auf jeden Fall auch noch mal gut. Und dann ja, von der Bewegung her, ich hatte mich vorher schon gern bewegt, ich habe immer gerne Sport gemacht, da habe ich gar nicht mal so viel geändert oder umstellen müssen. Aber klar, es war einfach ein anderes Bewusstsein da mit der MS. Also was ich anderen mitgeben kann, die jetzt auch an Multiple Sklerose erkranken oder erkrankt sind, dass sie zuversichtlich bleiben, dass sie vielleicht auch einen offenen Umgang damit haben, es einfach ausprobieren, sich mitzuteilen, andere mit einzubeziehen und nicht alles alleine durchmachen zu müssen. Und ja, sich Selbsthilfegruppen zu suchen, auch gerne Informationen im Internet. Ich finde, es gibt gute Informationen im Internet, die man durchaus finden kann. Ja, und dass man sich auch an Hotlines wendet. Also gerade rund ums Thema MS gibt es viele Anlaufstellen, sowohl im Internet als auch an anderen Stellen. Ob das jetzt auch über Ärzte und Ärztinnen sind, das liegen überall Flyer aus. Also ich habe mich überhaupt nicht alleingelassen gefühlt am Anfang und ich habe mich relativ schnell zu helfen gewusst.